Hallo, hier ist Manfred von Pitch4 und heute zeige ich euch, wie ihr Inhalte auf eurer Webseite bearbeiten könnt. Deshalb habe ich auf unserer Webseite einige Inhalte angelegt und diese Inhalte erkläre ich euch jetzt mal, wie man die bedient und bearbeitet. Wenn du mit der Maus über einen Inhalt gehst, so wie hier, dann hast du hier oben eine Toolbar, eine Werkzeugleiste, die verschiedene Elemente hat. Uns interessiert im Moment nur der Stift, denn mit dem Stift bearbeitest du dieses Element. Klickst du auf den Stift, öffnet sich ein Dialog, der kann entweder so aussehen, das sind unsere Standarddialoge, unsere Standardinhalte. Da machst du Einstellungen vornehmen und dann speicherst du das und dann wird das auf der Webseite angezeigt. Dann gibt es Dialoge, die haben mit unseren Inhaltsblöcken zu tun. Wenn du da auf den Stift klickst, dann öffnet sich so ein Dialog, den du bewegen kannst. Hier sind verschiedene Karten, die du öffnen kannst. Und wenn du Einstellungen vornimmst, dann werden diese Einstellungen direkt auf Bildschirm angezeigt und live aktualisiert. Wenn du dann absprichst, dann passiert natürlich gar nichts. Dann gibt es Dialoge, die sind zwar auch Schwebedialoge, so wie diese hier, haben aber keine Karteikarten. Das sind auch normale Inhaltselemente, wo du Veränderungen vornehmen kannst und die dann live angezeigt werden. So. Zusätzlich haben wir Inhaltselemente, die haben zwar eine Toolbar, aber die haben keinen Stift. Ich habe hier ein Inhaltselement, einen Abstand, da hat keinen Stift. Denn das Einzige, was du machst, du nimmst den Anfasser und stellst den Abstand ein von 20 bis 500 Pixel. Dann haben wir eine Sprungmarke. Wenn du darauf klickst, dann kannst du einen Namen vergeben. Mit Sprungmarken kannst du Stellen markieren, zu denen du springen kannst und die du verlinken kannst. Zum Beispiel, wenn du einen One-Pager bauen willst. Und da ist es natürlich wichtig, wenn du viele Stellen hast, dass du genau weißt, wohin du springst. Und deshalb kannst du hier einen Namen vergeben. Und dann haben wir eine Google Maps und die hat eine Adresse. Da trägst du deine Adresse ein, wo sich deine Firma befindet und Google zeigt dann entsprechend den Ausschnitt der Karte an und zusätzlich kannst du die Karte noch einstellen, wie groß sie sein soll. Also das sind so die grundsätzlichen Arten, wie du Inhalte auf deiner Webseite bearbeiten kannst mit der Toolbar. Dann hast du die Möglichkeit, dass du direkt in Inhalte reinklickst. Du kannst also einfach in die Überschrift klicken und diese entsprechend bearbeiten. Und wenn du mit der Maus dann den Inhalt verlässt, dann wird hier oben ein kleines Feld angezeigt, dass dein Inhalt gespeichert wurde. Das geht natürlich auch für die großen Texte. Bei Inhaltsblöcken ist das ein klein bisschen anders. Du kannst hier auch reinklicken und deine Texte anpassen. Wenn das größere Texte sind, dann klickst du darauf und dann kommt ein Dialog. Dann kannst du den Dialog benutzen, um deine Texte zu schreiben und entsprechend abzuspeichern. Bei Inhaltsblöcken kannst du auf das Bild klicken und dann kannst du aus deinem Archiv Bilder einladen. Auch die Icons kannst du normalerweise anklicken und kannst dann direkt ein neues Icon auswählen. Wenn da Links enthalten sind, zum Beispiel wie hier, dann klickst du, wenn so ein Dialog hat, ein Menü hat, darauf, veränderst deinen Link und speicherst das entsprechend. Du kannst natürlich auch reinklicken. Wenn du Inhaltskarten hast wie diese, die zusätzliche Karten haben, das heißt, hast du hier so eine Symbolleiste, dann klickst du auf das Pluszeichen und dann legst du weitere Karten an. Oder du entfernst die Karten wieder und du bearbeitest mit diesem Stift hier nur die einzelne Karte. Das heißt, du stellst hier zum Beispiel das Bild ein, du lädst ein neues Bild hoch, du veränderst die Texte und das gilt dann nur für diese eine Karte. Während wenn du auf den Dialog klickst zum Bearbeiten der Karte, des Inhaltsblocks, veränderst du quasi alles für alle Karten. Das heißt, wenn ich jetzt hier hingehe und bei den Karteneinstellungen hier eine Veränderung vornehme mit dem Schatten und das speichere, dann haben natürlich alle Karten diesen Schatten und nicht nur eine Karte, weil das trifft dann natürlich alles. Ich mache das mal auf Default. So. Damit hast du also die Möglichkeiten, deine Inhalte so zu bearbeiten, mit sehr wenigen Klicks, bis du sofort da, wo du sein willst.
Dann haben einige Dialoge noch zusätzliche Optionen. Wenn du also zum Beispiel deine Galerie bearbeitest, dann hast du hier deine ganzen Einstellungen, welche Art von Galerien du haben möchtest. Und hier oben hast du deine Bildauswahl. Da öffnet sich dann nochmal ein Dialog und da kannst du jetzt deine Bilder entweder mit der Maus anfassen und die Reihenfolge verändern. Du kannst die Bilder eine Beschreibung eintragen, verlinken. Du kannst Bilder hochfügen, hochladen und löschen und verschiedene Dinge vornehmen und dann sagst du übernehmen und anschließend sagst du dann wieder speichern und wenn du abriss, ist alles weg. Dann hast du bei Kontaktformularen oder generell bei Formularen zusätzlich zu deinen Optionen hier einen Bereich für deine Felder, weil du brauchst ja vielleicht unterschiedliche Felder. Klick jetzt hier ein Datumsfeld an, hast du ein weiteres Feld, das kannst du hier verschieben und wenn du das dann speicherst, hast du ja ein neues Feld angelegt. Das sind also quasi Optionen, die du hast, wenn du zusätzlich zu den allgemeinen Einstellungen deines Inhaltes noch zusätzliche Felder auswählen möchtest. Dann haben wir hier noch einen Spezialfall, wenn du Blogarchiv oder auch ein Shop-Element auf deiner Seite hast, dann hast du zwar hier einen Dialog, der auch Schwebedialog ist, aber das ist trotzdem kein Inhaltselement, kein Inhaltsblock, weil du hier keine Karteikarten hast, aber natürlich wird alles hier auch entsprechend sofort angezeigt. Und zusätzlich hast du hier also ein kleines Icon, um die Farben einzustellen und dann entsprechend zu verändern. Gut, damit haben wir dir jetzt einiges gezeigt, wie du Inhalte anlegen kannst und wie die Toolbar im Einzelnen funktioniert. Das heißt, welche Funktionen diese ganzen Icons hier haben, das erkläre ich in einem anderen Video, sonst wird das hier zu lang. Also wir sehen uns, bis demnächst. Tschüss.